Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Technikvideo von 9FF. Wir haben heute ein schönes Thema und wahrscheinlich auch eins, was uns über ein paar mehr Folgen Videos begleiten wird. Wir kriegen sehr viele Anfragen zu Carrera 997 Umbauten. Und wir hatten ja schon ab und an mal gesagt, dass das nicht unbedingt unser Lieblingsmotor ist. Und wir haben hier jetzt ein Fahrzeug, ein 997 Carrera, den wir umbauen sollen auf deutlich mehr Leistung und haben uns dann zum Glück mit dem Kunden darauf geeinigt, der bekommt jetzt einen Metzger-Motor. Also einen originalen Turbomotor. Original ist er natürlich nicht, aber so wie er im Turbo als Basis auch verbaut wird. Und wir wollen heute ein bisschen darauf eingehen, auf die Vorbereitung und warum wir überhaupt diesen großen Umbau machen. Warum originaler Motor raus und Typ Metzger-Motor rein, um dann eben auf über 600 PS zu kommen. Fangen wir vielleicht einfach mal mit Details an. Und zwar habe ich hier aufgebaut einen Motor, so wie er im Carrera drin ist, und eine Blockhälfte aus einem Metzger-Motor. Und man sieht auf den ersten Blick, also das hier sind jetzt quasi die 3 Zylinder. Ich habe sie mal so hochkant hingestellt, im Auto ist hier alles ganz andersrum eingebaut. Jeweils eine Blockhälfte, dass die Zylinder, da sind sie, ringsrum frei sind. Nennt sich Open Deck. Wird gemacht, weil dann kann man das ganze Teil relativ einfach gießen. Da kommt nämlich sowas wie ein Stempel oben rein, dann wird gegossen, der wird einfach wieder rausgezogen, dann bin ich fertig damit. Hat eigentlich auch den Vorteil, dass man eine gute Kühlung hat, weil das Wasser eben bis ganz oben gehen kann. Aber man kann sich auch vorstellen, wenn da ein bisschen mehr Kräfte reinkommen, das Ganze kann sich bewegen. Weil die Zylinder sind ja nicht mehr irgendwo in irgendeine Richtung abgestützt. Ja. Fertigungstechnisch günstig, kühlungstechnisch gut, aber eben keine Stabilität drin. Und wenn man sich dann im Vergleich den Metzger anguckt, man sieht Zylinder fest im Wasserkasten drin. Das heißt, da gibt es nichts mit Bewegung oder Verzug oder sonstigem. Das ist einfach bombenstabil. Deshalb haben wir da ja auch überhaupt keinen Stress mit und können da Riesenleistungen fahren. Als nächstes die Beschichtung der Zylinder. Das Alusil. Vielmehr ist eigentlich gar keine Beschichtung. Es wird ein Siliziumschwamm vorm Gießen eingelegt, dann wird das Ganze mit Alu ausgegossen, dann wird gehont und geätzt auf der Oberfläche, dass nur die Siliziumkristalle stehen bleiben. Die sind zwar schon relativ hart, aber überhaupt kein Vergleich zu einem Stahlzylinder oder zu der originalen Porsche Nicasil-Beschichtung. Aluzylinder mit einer unglaublichen Hartmetallbeschichtung drauf. Wenn wir hier Motoren überholen, Revision, die haben 100, 150, 180.000 Kilometer, da kann man immer noch fast keinen Verschleiß im 100 mm Bereich drauf messen. Der hier, wissen viele Carrera-Besitzer, sage ich nichts Neues, geht entweder nach 60.000 oder 80.000 Kilometern kaputt oder man ist, oder die Vorbesitzer, ganz lange, ganz vorsichtig gefahren, dann hält er vielleicht auch mal 120, aber irgendwann gehen sie alle kaputt, weil das Ganze arbeitet sich einfach auf. Und wenn man dann noch dran denkt, Alu, Silizium, läuft ein Aluminiumkolben drin. Jeder Materialtechniker, Wissenschaftler weiß, gleiche Materialien aufeinander haben normalerweise eher ganz bescheidene Reibeigenschaften. Und Alu auf Alu schon mal überhaupt gar nichts. Das heißt, wenn die Beschichtung vom Kolben ab ist, da ist ja nochmal eine Beschichtung drauf, damit er schön gleitet da drin und auch wenig Geräusche macht. Wenn die einmal abgefahren ist, durch viel Kaltstart, durch was weiß ich was, wenig Ölwechsel, schlechte Pflege, schlechte Behandlung, dann läuft der Alu auf Alu und Alu auf Alu gibt Riefen, Kolbenfresser, alles im Arsch. Nicasil, unglaublich hart, Aluzylinder drauf, unbeschichtet. Das heißt, der braucht nicht mal eine Beschichtung, um da drauf zu laufen. Ich weiß, die ganz Schlauen werden jetzt sagen, läuft ja sowieso auf dem Öl, stimmt auch im Prinzip. Weil eigentlich soll ja mal Öl überall dazwischen sein. Aber in der Theorie ist das so, in der Praxis ist beim Kaltstart kein Öl drin. Vielleicht, wenn man ganz besonders hoch dreht, eher schlecht. Wenn man, was weiß ich was, wenn es ganz kalt draußen ist, irgendwann hat der Kolben immer Berührung, auch wenn minimal vielleicht noch Öl dazwischen ist. Da kratzt es nie. So einer geht eigentlich im Prinzip nicht kaputt. So, und deshalb der große Aufwand. Schon mal einfach blockseitig. Also das Erste, was dran ist. Das Nächste, mit dem Carrera, ganz oft Probleme, Lagerschäden. Lager sind sehr schmal, besonders die Pleuellager.
hat auch eine Ursache, und zwar die Ölpumpe. So. Wie immer haben wir da mal was vorbereitet. Das ist eine offene Ölpumpe eines Carreras. Die sitzt vorne am Motor, hier kommt die Riemenscheibe drauf. Ja, hier hinter, wo ich stehe in etwa, ist die Kurbelwelle. Vielmehr, wenn man es ganz genau nimmt, die Nebenwelle, da kommen wir auch gleich noch drauf. Davon wird das Ding nämlich angetrieben. So, und bei so einer Ölpumpe entscheidend ist die Breite der Zahnräder. Je breiter die Zahnräder, desto mehr Öl kann gefördert werden. Und weil das Ding ja einen ganz normalen Ölsumpf hat, quasi wie eine Ölwanne, Porsche nennt das zwar ganz toll integrierten Trockensumpf, Blödsinn, ist einfach eine Ölwanne. Ist zwar einteilig mit angegossen, aber hat mit Trockensumpf nichts zu tun. Es gibt nur dieses eine Zahnrad, vielmehr 2 Stück. Und die Breite ist eben relativ limitiert. Wenn ich mir das Ganze beim Metzger angucke, der hat ja nun einen echten Trockensumpf, das heißt, das Öl wird immer alles rausgesogen. Aus dem Motorblock kommt in den Öltank und wird von da aus wieder angesogen und zur Motorschmierung verwendet. Dann sieht man schon mal, was das für ein großer Okolyt ist, die Ölpumpe. 3 Kammern, absaugen, absaugen, Öldruck. Und wenn ich mir dann angucke, welches Zahnrad für den Öldruck im Motor verantwortlich ist, sehe ich einen ganz klaren Unterschied. Braucht man nicht besonders pfiffig für zu sein, sieht man. Scheiß Verhältnis. Richtig toll für Öl, eher grenzwertig für Öl. So. Und dann noch in Kombination mit dem Trockensumpf. Das heißt, ich habe immer einen astreinen Ölnachlauf vom Ölbehälter in die Ölpumpe rein. Ich habe nie ein Öldruckproblem und habe auch noch das breite Zahnrad. Dann habe ich hiermit nie Ölprobleme. Nicht mal im Rennmotor, nicht mal bei Riesendrehzahlen. Bei dem hier schon mal eher. Und dann habe ich als letzten Punkt, haben Sie eben schon angesprochen, die Nebenwelle, auf der hier vorne die Ölpumpe drauf sitzt. Sieht man einen riesen Apparat, wird auf der Seite von der Kurbelwelle angetrieben. Ist auch ein Zahnrad drauf auf der Kurbelwelle. Und hier sind die beiden Zahnräder für die Ketten, die wiederum zu den Zylinderköpfen die Nockenwellen antreiben. Das Ding ist vorne gelagert, direkt im Motorblock. Hier ist die Lagerung, vielmehr in ihm hier drin. Ist mit Öl versorgt, vordere Lagerung gar kein Problem. Hintere Lagerung ist das sagenumwogene Lager, was jeder, der sich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hat, super gerne kaputt geht. Und wenn das kaputt geht, geht normalerweise noch mehr kaputt. Entweder hier dreht sich nichts mehr oder es geht einfach nur kaputt und es ölt ganz doll, weil dieses Lager ist nicht an den Ölkreislauf angeschlossen. Das hat eine Einmalfüllung und damit muss es ein Leben lang auskommen. Katastrophe. Zusätzlich sind die beiden Räder da, drauf geschrumpft, drauf gepresst. Das heißt, im schlimmsten Falle beweglich. Also die ganze Konstruktion mit der riesen Nebenwelle eher auch nicht wirklich perfekt bis zum Ende durchdacht. Großer Ausfallschwachpunkt. Wenn man sich das gleiche Teil oder funktionsähnliches Teil vom Metzger anguckt, dann ist das zum einen erstmal ganz dünn und ganz kurz. Es hat 2 Lagerstellen, 1, 2, machen wir mal so, soll ja hier alles richtig sein. 2 Lagerstellen im Motorblock mit Lagerschalen, die beide mit Öldruck verseucht werden. Das heißt perfekte Schmierung, da geht nie was kaputt. Außerdem ist das große Zahnrad und die Welle, große Zahnrad ist wieder Kurbelwellenantrieb, Nockenwellen, Kettenantrieb, mit der ganzen Sache einteilig. Das ist jetzt eins vom GT3, ein besonders gutes, deshalb ist es einteilig. Beim Turbo ist es verschraubt, aber ich glaube mit 8 oder 9 Schrauben, ich weiß nicht aus dem Kopf, bombenfest, kann nicht auseinandergehen. Genau, die Zahnräder sitzen auf Passfedern, dann mit Ringen gesichert, aufgeschrumpft, bombenfest, kann nichts dran passieren. Astreine Konstruktion, hält 100.000 Jahre und dann fängt Porsche an, auch mal sowas zu bauen. Naja, so ist das eben. Letztendlich entscheidet immer der Controller und nicht der Ingenieur. Sehr schade, bei uns ist es andersrum. Und deshalb kommen dann so eine Motoren dabei raus, über die sich selbst Porsche wahrscheinlich mächtig geärgert hat. Sonst hätten sie nicht ein eigenes Instandsetzungswerk dafür irgendwann aufgebaut bei den ersten 3 Vierern. Naja, zum Glück waren die letzten 3 Achter und 3 Sechser ja etwas besser. Nichtsdestotrotz lohnt sich, wenn man richtig Leistung will, nur der Umbau auf den Metzgermotor, weil dieser hier als Sauger mit 385 in der WLS-Ausführung ist da eben am Ende.
mit Tuning, was wir inzwischen nicht mehr anbieten, was wir eine Zeit lang gemacht haben mit 410 PS oder auch mit größerem Hubraum, machen wir auch nicht mehr. Zu viele Schwachpunkte drin im Motor, funktioniert nicht. Und mit Turboaufladung, um da auf 600, 700, 800 PS zu kommen, ohnehin nicht. Kurbelwelle zu schlecht, Lager zu schlecht, Pleuel zu schlecht, Reibverhalten zu schlecht, alles zu schlecht, Festigkeit einfach nicht da. Bewegung im Zylinder, alles Katastrophe. Also der hier. Und der kann richtig, wissen wir, Salvatore fährt mit 2000 PS. Sowas kann der Motor verkraften mit entsprechenden Umbauten und da geht nichts mehr dran kaputt. So, jetzt zum Umbau im Auto. Da mal eben einen anderen Motor reinzuhängen, klingt im ersten Schritt erstmal vielleicht nicht so kompliziert, weil Porsche-Motor gegen Porsche, 6-Zylinder gegen 6-Zylinder, 3,8 gegen 3,6 oder 3,6 gegen 3,6 klingt so, auch steck mal rein, läuft. Leider nicht ganz, weil natürlich anders gegossen, andere Maße, anderes Getriebe. Man braucht nicht nur einen Motor, man braucht auch ein anderes Getriebe. Entweder das Turbo-Handschaltgetriebe oder das Turbo-Tiptronic-Getriebe. Wobei das zum Glück noch fast baugleich mit dem Carrera-Getriebe ist, Tiptronic. Egal, jedenfalls man braucht ein neues Getriebe, weil sonst passt das Getriebe nicht mal mechanisch, verschraubungstechnisch an den Block dran. Zum anderen ist das Handschaltgetriebe aus dem Carrera 6-Gang auch nicht das allerstabilste. War ja auch lange keine G-Trag-Produktion, so wie das die anderen Getriebe waren vom Metzger-Motor, also 996, 997, GT3, Turbo, GT2, sondern eben ein günstiger Fremdanbieter. Der Controllergesetz hat sich da wieder durchgesetzt. Deshalb halten die nicht besonders viel und da kann man auf keinen Fall da irgendwie 800 oder 1000 Newtonmeter drauf loslassen. Da fliegen einem die ganzen Zahnräder raus. Hat überhaupt gar keinen Sinn. Also in jedem Fall Umrüstung. So, dann hätte man die beiden Sachen schon mal zusammen, einen Motor und ein vernünftiges Getriebe. Da möchte man das ja ins Auto reinhängen. Funktioniert auch nicht. Motoraufnahme hinten ist anders. Turbo hat und GT3, die haben noch die alten Aufnahmen, ganz ähnlich wie es im 993, 964 war. Ähnliches Motorlager, ähnliche Befestigung. Der Carrera hat was sich ganz Neues ausgedacht, da passt überhaupt gar kein bestehendes Motorlager. Das Motorlager passt schon, aber die Position und Dimensionierung ist ganz anders. Das heißt, wir müssen hinten die Motoraufhängungspunkte raustrennen und durch Turboaufhängungspunkte ersetzen, die es natürlich nicht einzeln zu kaufen gibt. Deshalb fertigen wir selber welche. Zeigen wir dann, wenn es dann mal so weit ist. So, dann würde er schon mal drin hängen, was ja schon mal gar nicht mal so schlecht ist. Schaltseile und so weiter kann man vom Turbo nehmen, also irgendwie betätigt kriegt man das Ganze auch. Natürlich ist dann auch der Kabelbaum anders. Und es beschränkt sich nicht nur auf den Motorkabelbaum, der natürlich anders ist durch andere Längen, andere Positionen, durch andere Geber, Sensoren, VTG-Regelungen und so weiter, sondern auch die ganzen Verpinnungen. Das heißt, normalerweise würde man denken, man dreht den einfach ab, hinten rechts im Motorraum, steckt den mit dem Originalkabelbaum zusammen und dann könnte das ja vielleicht schon funktionieren. Weit gefehlt, natürlich nicht, Verpinnung überall anders. Dann geht es weiter zum Steuergerät. Auch da ist die Verpinnung zum Glück anders. Uns freut's, weil wir wissen, wie es geht. Es ist deshalb relativ kompliziert, weil man das auch alles ändern muss. Schön ist, dass zum Glück wenigstens die Stecker an die unterschiedlichen Steuergeräte passen. Weil mit dem Carrera-Steuergerät kann man den Turbomotor auch nicht vernünftig betreiben. Carrera-Steuergerät, logisch, ist von der Hardware, Software nicht darauf ausgelegt, auch noch eine Ladedruckregelung zu betätigen oder mit Drücken deutlich über einem Bar, also Umgebungsdruck, zu fahren. Weil logisch, braucht ein Saugmotor nicht. Hat er ja nicht. Deshalb überhaupt gar nichts für vorgesehen, keine Kennfelder, kein Schubumluft, kein gar nichts. Also auch noch Turbosteuergerät rein. Turbosteuergerät einfach rein. Würde, also es sieht außen gleich aus. Die Stecker sind auch gleich. Wenn wir so umgepinnt haben, würde man denken, es funktioniert. Funktioniert immer noch nicht, weil man dann natürlich auch noch dem Steuergerät und dem Auto sagen muss, hör mal, ich bin zwar ein Carrera, aber ich arbeite jetzt mal mit dem Turbosteuergerät. Das heißt, man muss diverse Sachen kodieren, inklusive Bremse, PSM, allem möglichen Krams muss man umschreiben, umkodieren, damit das Ganze dann läuft. So, jetzt sind wir im Prinzip schon fast so weit, dass das Ganze fährt. Vielmehr, ich glaube, wir wären, abgesehen von anderen Lambda-Sonden, Abgastemperatur, Sensoren und so weiter, aber alles kleine Nebenbaustellen, wäre man eigentlich so weit, dass er fahren würde. Aber das nächste Problem, Tacho. Der Carrera hat eine Ölwanne,
mit einem relativ einfachen Ölstandsensor drin. Der Turbo hat einen Trockensumpftank mit einer ganz anderen Messmethode. Der Carrera wird bei stehendem Motor gemessen, kalt wie warm. Der Turbo nur bei laufendem Motor. Weiß der Tacho aber alles nicht. Das heißt, Tacho raus, Tacho umprogrammieren. Ölstandskennlinie und Messung muss abgeändert werden auf Turbo. Öltemperatur zeigt verkehrt an, Wassertemperatur zeigt verkehrt an, Drehzahlbereich verkehrt. Muss alles umprogrammiert werden, müssen entsprechende Skalen drauf, dann funktioniert der Tacho auch. So. Und als allerletztes muss man noch die Wegfahrsperre umprogrammieren, weil das Turbosteuergerät hat ja sicherlich eine andere Wegfahrsperrencode programmiert. Das heißt, man muss noch die Wegfahrsperre angleichen an das neue Motorsteuergerät, dass dann auch die Schließanlage funktioniert und man auch mit dem Schlüssel starten kann. Und dann würde ich mal sagen, wäre man eigentlich so weit, dass der Motor läuft. Was man dann noch nicht hat, ist eine Ladeluftkühlung, weil die hat der Carrera ja auch nicht. Und der Carrera hat ja auch keine Lufteinlässe an den Seiten, weil der Turbo hat ja als 996 wie 997 hinten seitlich die Lufteinlässe. Und die sind eben dafür da, dass Luft durchs Auto strömt auf die Ladeluftkühler und hinten an der Heckschürze wieder raus, um eben die Ladeluft, die durch das Komprimieren der Turbolader erwärmt wird, möglichst wieder runterzukühlen auf fast Umgebungstemperatur, was eben thermodynamisch nicht geht, aber knapp darüber, möglichst wenig knapp darüber. So, das muss man eben alles nachrüsten. Das heißt, wir müssen seitlich in die Karosserie ein paar Löcher schneiden. In dem Fall möchte der Kunde eben alles möglichst seriennah und optisch wie beim Turbo. Es müssen von innen die hinteren Innenkotflügel, Radläufe aufgeschnitten werden, um die Kanäle einzusetzen. Es werden außen die Lufteinlässe eingesetzt, verschraubt, lackiert. Es werden hinten in der Heckschürze Ladeluftkühlerrahmen angefertigt, um originale Ladeluftkühler einzubauen. Der Carrera ist ja schmaler, der Turbo ist breit, also sind die Originalhalter natürlich auf Turbobreite ausgelegt. Passt nicht rein, sonst würde die Heckschürze hinten pro Seite 20, 25 mm abstehen. Geht nicht, also alles einmal neu bauen. Ja, Ladeluftkühlung einbauen, Auspuffanlage bauen, weil die Endrohre Turbo, Originalauspuff und Carrera-Heckschürze sind natürlich an einer ganz anderen Position. Also auch noch eine Auspuffanlage bauen. Und wenn man das dann alles abgehakt hat und das Auto fährt und man hat das programmiert und alles ist toll, alles wunderschön, muss es ja auch noch legal werden. Und dann kommt für viele wahrscheinlich die unüberwindliche Hürde, für uns zum Glück nicht, weil wir ja für den 997 Turbo einige Gutachten gemacht haben, unterschiedliche Leistungsstufen. Und können dann mit diesem Gutachten den anderen Motor legal in den Carrera eintragen. Wenn wir natürlich noch Fahrwerk, Bremse, andere Sachen angeglichen haben, um dann mindestens die Turbo-Spezifikation zu erreichen oder besser zu sein. Und haben dann ganz am Ende ein Auto, was aussieht wie ein Carrera mit zusätzlichen Lufteinlässen, die vielleicht nicht unbedingt jedem sofort auffallen, weil sie ja original Porsche-Style sind. Und der dann eben richtig Leistung hat. In dem Falle fast 700 PS. In dem Falle auch noch eine weitere Besonderheit, deshalb lohnt es sich da auch noch ein paar mehr Folgen drüber zu drehen. Hat jetzt ein 6-Gang-Handschaltgetriebe, kriegt hinterher eine Tiptronic in Verbindung mit dem Metzger-Motor da rein. Mit Pedal-Shift am Lenkrad und da natürlich komplett neuem Tacho wegen der Ganganzeige, die muss ja auch noch mit rein. Ja, anderer Pedalerie und dem ganzen Kleinkram, was dann auch da wieder umgerüstet werden muss. Andere Programmstände, Kabelbaum, Erweiterung für Tiptronic, Steuergerät und so weiter. Ja, und wenn das dann alles drin ist, dann denke ich mal, hat der Kunde genau das Auto, was er sich wünscht. Extrem unauffälliges Cabrio mit richtig viel Dampf und gutem Sound. Wird in dem Falle nicht übertrieben. Cabrio, unauffällig, soll auch soundtechnisch nicht zu laut werden. Wird ein toller Umbau. Vielleicht sogar noch schöner als ein Original-Turbo, weil in unserem schwierigen, neidischen Land ist es wahrscheinlich angenehmer für viele Kunden, den kleinen Carrera zu fahren und trotzdem den Fahrspaß des Turbos hinterher zu genießen. So, und das ist der Grund, warum das eben nicht der einzige ist, den wir bisher gemacht haben, weil sonst wüsste ich ja nicht im Vorfeld schon, was wir da alles dran machen müssten. Da haben wir schon so viele Umbauten von gemacht. Das fing damals an mit dem 996, hat sich dann mit dem 997 direkt fortgesetzt. Auch mit dem 997.2 haben wir es schon einige Male gemacht. Da sind wir mehr oder weniger darauf spezialisiert. Wir haben immer ausreichend Motoren und Getriebe hier oder können sie relativ gut beschaffen und können deshalb diese Umbauten machen und machen die auch sicherlich weiterhin noch.
Naja. Und hatten wir auch schon mal angekündigt, 996, 997 machen wir sie schon. Demnächst kommt dann hoffentlich auch noch ein 964 oder 993, der auch noch was Ähnliches kriegt. Aber das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Das freue ich mich schon drauf, da dann auch entsprechendes Video zu drehen. Ja, ich würde sagen, von meiner Seite aus war es das. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, bitte stellen. Wir sind da gerne bereit, noch eine Menge zu beantworten. Und es kommen noch reichlich Videos dazu. Vom Umbau, vom Schweißen, vom Ausschneiden, vom Motoraufbau und so weiter, weil der wird diesmal komplett aus Einzelteilen aufgebaut. Wir haben noch reichlich Lagerbestand und da bauen wir was richtig Schönes draus. Also, ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch und dann sehen wir uns in Kürze wieder. Macht's gut, ciao, bis dann.